Hallo meine Freunde, hola Madridistas, habemos nueve. Wir haben eine neue Nummer 9. Gestern kam der weiße Rauch aus den Schornsteinen des Santiago Bernabéus. Real Madrid hat anscheinend seine neue Nummer 9 gefunden. Was da los ist, erfahrt ihr in dem Video. Dann noch etliche andere Themen. Xabi Alonso, seine neue Trainingsphilosophie, einen neuen Jugendstar, den er testet. Und zu guter Letzt unterhalten wir uns unter anderem auch über das neue goldene Trio von Real Madrid. Arda Güler, Endrick und Franco Mastantuono. Was da los ist, erfahrt ihr in dem Video. Viel Spaß dabei. Ja, wie fast immer in den Videos starten wir zunächst einmal mit einem Abgang. Diesmal geht es um einen Profi, den wir ausgeliehen haben, der trotzdem Geld in die Kassen von Real Madrid bringen soll. Und das ist Miguel Gutiérrez, der linke Verteidiger, der unter anderem auch einige Spiele für Real Madrid schon gemacht hat, dann nach Girona gewechselt ist und im ersten Jahr die Sensation der Liga war quasi. Mit Girona fast Tabellenerster war eine lange Zeit, bis Madrid sie dann doch noch abgefangen hat. Das war übrigens mit diesen Trikots. Naja, wie dem auch sei, im nächsten Jahr ist Girona ein bisschen eingebrochen. Auch die Leistung von Miguel Gutiérrez war nicht mehr da auf dem Level. Real Madrid hat sich dagegen entschieden, den Canterano zurückzuholen und hat eher auf Álvaro Carreras gesetzt. Was passiert nun mit Miguel Gutiérrez? Wir lesen uns das zusammen einmal durch. Miguel Gutiérrez auf dem Weg nach Neapel. Der Linksverteidiger möchte Girona unbedingt verlassen und hat bereits einen Vertrag mit dem italienischen Club unterschrieben. Die Ablösesumme wird über 20 Millionen Euro betragen. Auch Olympique Marseille hat Interesse an ihm bekundet. Girona ist ein verkaufender Verein und wird, sofern es nicht zu einem unerwarteten Kurswechsel kommt, den Transfer von Miguel Gutiérrez nach Neapel in den nächsten Stunden besiegeln. Der 24-jährige Linksverteidiger stand seit Ende der letzten Saison auf dem Absprung und ist bereit zu gehen. Er hat eine endgültige Vereinbarung mit dem italienischen Verein getroffen und jetzt müssten sich Girona und Neapel nur noch auf die Bedingungen eines Verkaufs einigen, der 20 Millionen Euro übersteigen wird. Die letzte Phase ist im Gange und neben den Vertragsunterzeichnungen sind die endgültigen Beträge, auf die man sich einigen muss, der feste und der variable Betrag. Ja, der Artikel geht natürlich noch eine Menge weiter, aber das ist das, was uns Madridistas gerade entscheidet. Miguel Gutiérrez hat sich für den italienischen Meister, den SSC Neapel, eine Mannschaft mit Tradition entschieden, die auch in der Champions League spielen wird. Über 20 Millionen werden die Italiener sich Miguel Gutiérrez kosten lassen und von alledem, was Girona bekommt, gehört die Hälfte Real Madrid. Also Girona, bitte stark und gut verhandeln. Real Madrid kann jeden Cent gebrauchen und Miguel Gutiérrez, ich war schon immer ein kleiner Fan von dir. Ich drück dir die Daumen beim SSC Neapel. Weiß Gott, wenn du da doch noch endgültig explodiert, steht die Tür zum Santiago Bernabéu vielleicht doch noch für dich offen. Ja, wie dem auch sei, von einem jungen Talent kommen wir zum anderen. Ich hatte euch gestern in meinem Video berichtet, dass Xabi Alonso dringend einen Tchouaméni-Ersatz benötigt. Den haben wir nicht so richtig im Kader. Meiner Meinung nach könnte ein Alaba ihn zwar spielen, aber das ist vielleicht nicht das, was ein Xabi Alonso sucht. Er hat vorgestern Manuel Ángel getestet. Von ihm hatte ich euch erzählt. Und gestern zufälligerweise der nächste Spieler, der genau auf dieser Position spielt und bei Real Madrid Castilla in diesen beiden Spielen überragend war, nämlich Thiago Pitarch. 17 Jahre alt, einer der größten Talente in der Cantera, in der Jugendakademie, in der Fabrica von Real Madrid, hat gestern bei der ersten Mannschaft mittrainiert. Álvaro Arbeloa hält riesige Stücke auf ihn und Xabi Alonso lässt seinen Worten Taten folgen. Die Position, wo Real Madrid dringend noch einen Backup braucht, einen Spieler, der aushelfen könnte, wenn mal jemand ausfällt, die sucht er nicht bei anderen Vereinen und möchte Millionen ausgeben. Nein, die sucht er in der Cantera, in der Jugendabteilung von Real Madrid. Der nächste Jugendspieler, auf den wir ein Auge werfen sollen, ist Thiago Pitarch. Ich lasse parallel mal ein paar Bilder von ihm laufen. Der Junge hat eine Menge Talent, hat mir in den ersten beiden Spielen, hat mich komplett überrascht. Den hatte ich gar nicht so sehr auf dem Radar, aber Spieler explodieren nun mal unterschiedlich von dem Alter her. Er scheint jetzt seine Zeit erreicht zu haben. Ich bin gespannt, ob er es in die erste
erste Mannschaft schafft, ob wir ihn im Laufe der Saison vielleicht mal für uns spielen sehen. Ich drücke ihm natürlich, wie soll es auch anders sein, die Daumen. Ja. Eine nicht so gute Nachricht gab es gestern tatsächlich vor den Gerichten. Ich habe euch gestern darüber berichtet, Real Madrid war sehr sauer über die Entscheidung des Richters, dass der Saisonstart für Madrid nicht verschoben wird. Real Madrid hat Einspruch eingelegt und jetzt ist auch der letzte Einspruch abgelehnt. Das heißt, diejenigen von euch, die am 19. August nach Madrid wollen, um das Spiel gegen Osasuna zu schauen, ihr könnt euch Flüge buchen. Anscheinend, das ist die Information, lesen wir uns die zusammen einmal durch. Der Last-Minute-Antrag von Real Madrid, das Ligaspiel gegen Osasuna zu verschieben, wurde abgelehnt. Auch das Zweitinstanzkomitee des Verbandes lässt die Vorwürfe des Vereins nicht gelten. Ja, ihr habt es selber gelesen, dieses Thema, was in den letzten Wochen sehr weit hochkocht. Aber in Spanien gibt es, wie soll es auch anders sein, natürlich Polemik zu diesem Thema. Denn diese Richter wurden engagiert von der spanischen Föderation. Die spanische Föderation, in der zufällig Javier Tebas Vizepräsident ist. Der bevor die Richter ihre freie Entscheidung treffen konnten, öffentlich schon gesagt hat, das Spiel von Madrid wird sich nicht verschieben. Die wollten doch unbedingt bei der Club-WM teilnehmen, die haben doch so viele Millionen verdient, dann können sie jetzt auch spielen. Ja, seltsamerweise hat sowohl der Richter als auch die zweite Instanz genauso entschieden wie Javier Tebas, der Präsident oder der Vizepräsident von der spanischen Föderation, das vorhergesagt hat. Wunder gibt es überall auf der Welt. Naja, wir kennen die Thematik. Ich möchte euch damit auch nicht weiter auf den Nerv gehen. Trotz alledem bleibe ich dabei. Real Madrid wird die gesamte Saison unter einem Handicap starten. Herzlichen Glückwunsch, Javier Tebas, du hast es mal wieder geschafft. Ja, wie dem auch sei, genug damit. Kommen wir jetzt zu einer anderen Sache, die für mich gar nicht so wichtig ist, aber für sehr viele im Madridismo schon. In den Kommentaren merke ich das bei euch auch immer wieder, wie wichtig euch das ist. Wer kriegt welche Nummer bei Real Madrid? Ich habe immer gesagt, wenn es eine Nummer gibt, die mir wichtig ist, ist es die Nummer 7. Das ist für mich die Nummer mit der größten Historie bei Real Madrid. Aber natürlich ist die Nummer 10 und auch die Nummer 9 eine legendäre Nummer. Und die Nummer 10 ist besetzt. Die hat sich Kylian Mbappé geschnappt. Dadurch ist die legendäre Nummer 9 frei. Wer hat sich die geschnappt? Lesen wir das zusammen einmal durch. Mastantuono und Gonzalo teilen sich die letzten beiden Nummern. Real Madrid, sie bekommen die 25 und die 9. Sowohl der Argentinier als auch der Nachwuchsspieler sorgen bei den Fans von Real Madrid für große Begeisterung. Sie waren die einzigen, die noch übrig waren, um die erste Mannschaft zu vervollständigen. Real Madrid hat bereits entschieden, wer die letzten beiden Trikotnummern für die erste Mannschaft tragen wird. Nach der Zu- und Abgängen im Team mussten nur noch entschieden werden, welche Nummern Gonzalo Garcia und Franco Mastantuono tragen werden. Diese Entscheidung fiel erst in den letzten Tagen, doch nun gibt es eine Lösung für die offenen Fragen in der Umkleidekabine von Real Madrid. Von den beiden weckt die Nummer 9 die meisten Zweifel. Nach Luka Modrics Abgang nach Mailand beschloss Kylian Mbappé, ihn als Weise einzusetzen und ihm die Nummer 10 zu überlassen. Deshalb richten sich alle Augen auf die Nachwuchsspieler und Endrick. Abgesehen von der Debatte darüber, wer die zweite Stürmerrolle übernehmen wird, wurde im Valdebebas entschieden, dass Gonzalo die Nummer behält. Bisher war die Nummer 30 gewählt worden, aber sobald er bei der ersten Mannschaft unterschrieben hat, wird er laut Onda Cero die neue Nummer annehmen. Also die Quelle ist Onda Cero. Die sagen, die wissen, dass Gonzalo die 9 bekommt. Mit 4 Treffern war er Torschützenkönig der Clubweltmeisterschaft und überzeugte Xabi Alonso nicht wie ursprünglich geplant auf Leihbasis zu gehen. Für den Brasilianer, der sich Ende Mai eine Verletzung zuzog und einen Rückfall erlitt, der ihn für einige Wochen an einer Rückkehr hindern wird, verlief der Weg jedoch völlig anders. Obwohl seine Zukunft noch ungewiss ist, wird Endrick mit seinem zweiten Jahr als Spieler von Real Madrid die Nummer 16 behalten. Ja, danach wird noch gesagt, dass Franco Mastantuono die Nummer 25 kriegt, weil es die einzige ist, die noch übrig ist. Aber ihr habt eure Antwort. Laut Onda Cero wird Gonzalo die neue Nummer 9 für Real Madrid. Das ist natürlich eine historische Geschichte bei Real Madrid. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal passiert ist, dass ein Canterano hochgekommen ist und direkt so eine ikonische Nummer übernommen hat. Gonzalo hat natürlich auf dem Platz überzeugt und das ist natürlich auch für die gesamte Fabrica, für die gesamte Jugendakademie von Real Madrid ein
Riesenpush zu sehen, es ist möglich, du kannst den Sprung in die erste Mannschaft schaffen und sogar direkt so eine Nummer übernehmen. Für mich freut es sich für den Jungen, wobei ich das Ganze noch mit Vorsicht genieße. Ich möchte erstmal sehen, ich habe in den letzten Wochen so viel erlebt auf dem Transfermarkt. Transfers, die schon deutlich durch waren und dann am Ende doch noch passiert sind. Ein Ouazzane, der bei Madrid schon unterschrieben hatte quasi, das Here We Go war schon da, dann hat der Medizincheck nicht geklappt. Ich warte erstmal ab, bis ich Gonzalo mit der neuen sehe, aber ich gebe euch die Infos aus Spanien, das ist ja mein Job. Laut Onda Cero wird Gonzalo die neue Nummer 9. Ja, und dann kommen wir zum letzten Thema, das goldene Trio. Gestern hatte ich euch noch die Portada gezeigt, wo zu sehen war Baby Madrid, das jüngste Real Madrid dieses Jahrtausends. Was ich aber nicht wusste, Real Madrid ist mit Abstand die jüngste Mannschaft der gesamten Liga. Was dahinter steckt, schauen wir uns zusammen einmal an. Xabi Alonsos Jugendphilosophie wird bei Real Madrid gefördert. Das niedrigste Durchschnittsalter und ein neues goldenes Trio. Mit einem Durchschnittsalter von 25,2 Jahren wurden die Weißen in diesem Sommer verjüngt und der gebürtige Tolosara ist ein Experte für Umkleidekabinen wie diese. Real Madrids Vorbereitung begann diesen Monat, eine Expressvorbereitung. Am Morgen gab es eine medizinische Untersuchung und am Nachmittag die ersten Trainingseinheiten. Der 21 Spieler der ersten Mannschaft waren anwesend. Mit Ausnahme der verletzten Endrick, Mendy und Bellingham sowie Mastantuono. Ihr wisst natürlich warum, das brauchen wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Xabi Alonso betreut einen 25-köpfigen Kader, darunter auch Gonzalo Garcia in der ersten Mannschaft. Ein weiterer Transfer ist nicht ausgeschlossen, aber zunächst müssen Spieler gehen und das ist schwierig. So sieht die Realität bei Valdebebas aus. Alonso kann auf einen jungen Kader zurückgreifen. 10 Tage vor dem Beginn des Wettbewerbs ist es sogar der jüngste im gesamten La Liga-Kader. Das Durchschnittsalter beträgt 25,2 Jahre. Mastantuono nicht mitgerechnet, der am 14. August 18 Jahre alt wird. Also der Kader wird noch mal jünger. Naja, 9 Spieler sind unter 23 und nur 5 sind 30 oder älter. Courtois, Rüdiger, Alaba, Carvajal und Mendy. Und einige davon wären fast gegangen, also das wäre noch jünger gewesen. Die Abgänge zweier der erfahrensten Spieler, Luka Modric und Lucas Vazquez, haben die Altersspanne gesenkt. Der älteste Neuzugang ist Trent Alexander-Arnold, der am 7. Oktober 27 wird, also noch ist er 26. Alvaro Carreras, Hausen und Mastantuono sind 3 große Wetten für die Zukunft des Vereins. Somit hat Real Madrids Kader jenseits des Mittelfelds keinen einzigen Spieler in den 30ern. Und auf den beiden Stürmerpositionen haben sie 5 Spieler, deren Durchschnittsalter 23 Jahre beträgt. Wobei Mbappé mit 26 der älteste ist. Und dann wollte ich euch nämlich diese Tabelle zeigen. Schaut es euch an. Schaut mal ganz nach unten. Real Madrid mit knapp über 25. Der nächste ist Real Sociedad. Und dann kommen schon nur noch Mannschaften mit 26 oder mehr. Und Rayo Vallecano natürlich damit fast 30. Ganz weit oben. Aber Real Madrid mit Abstand die jüngsten in der gesamten Liga. Und wie gesagt, also ich finde das beeindruckend für einen Verein, der alles gewinnen möchte. Also Florentino Perez, Real Madrid, hat definitiv die Hausaufgaben auf den Transfermarkt gemacht. Ich drücke diesen Jungen die Daumen. Aber jetzt kommen wir zum goldenen Trio. Das goldene Trio, da Bellingham ein Sonderfall ist, mit 22 Jahren hat er sich in der Elite mehr als etabliert, dürfen die nächsten Spieler, die durchstarten, Arda Güler, Endrick und Mastantuono sein. Real Madrids neues goldenes Trio im Alter von 20, 19 und fast 18 Jahren. Sie werden die nächsten Spieler sein, die an Bedeutung gewinnen, wobei Güler der offensichtlichste ist. Der Verein und Alonso sehen ihn als Modrics Nachfolger und nach 3 Jahren in Madrid ist seine Zeit gekommen. Der verletzte Endrick zeigt in seiner ersten Saison erste Erfolge und wird voraussichtlich noch richtig aufblühen. Einige Vereinsmitglieder halten nichts gegen eine Ausleihe in diesem Sommer einzuwenden. Doch der Spieler war fest entschlossen, auch im WM-Jahr zu bleiben. Er glaubt, in Vinicius' Fußstapfen treten und ein Weltstar werden zu können. Und Mastantuono wurde nicht als Projekt von Madrid verpflichtet, er ist bereits dort, ungeachtet seines Alters. Alonso ist in diesen Jungen verliebt, der bei River Plate als Erbe bezeichnet wurde. Der argentinische Nummer 10 und jetzt von Di Stefano bei Real Madrid. Also, ihr habt es selber gehört, die neue goldene Generation soll sein Arda Güler, Endrick und Franco Mastantuono. Unterschiedliche Gewichtungen. Ein Arda Güler ist jetzt schon da, hat jetzt schon die Fußstapfen von Luka Modric eingenommen, muss das Spiel von Real Madrid dirigieren. Ein Endrick soll nach seiner Verletzung
auftrumpfen und ein Franco Mastantuono. Für mich eine Wundertüte, aber egal was man wo liest, überall steht, Xabi Alonso möchte von Anfang an auf ihn setzen. Wie der das macht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber auch ein Punkt, wo ich mich auf nächste Saison, auf den Start in 2 Wochen freue. Ja, wie ihr gehört habt, eine Menge Informationen heute in dem Video. Ich hoffe, euch haben die Informationen gefallen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like da, teilen, followen etc. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns morgen wieder mit einer Menge Themen wieder. Also was bei Madrid zurzeit los ist, ist nicht mehr normal. Aber trotz alledem freue ich mich drauf. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. A la Madrid!